Februar. Ab in den Sturm, da müssen wir hin. Ja. Oh. Motor ausgegangen wegen den Blitzen. Oh. Kleiner Notfall auf der Seven Seas. Die Family steckt mit dem Boot auf Korfu fest. Der Elektromotor ist das Problem. Ich habe die Ersatzteile, zufälligerweise in Montenegro, hier liegen sie gut. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg nach Korfu, mal 10 Stunden mal fix dahin. Und dann schauen wir uns das Problem gemeinsam an. Das ist nämlich recht spannend. Ich liebe es ja, Feuerwehr zu spielen. Da sind sie. Nimmt das gleich alles auf. Natürlich. Das wird eine schöne Folge, Sascha. Ist irgendwas zu sagen? Schön, dass du gut angekommen bist. Ja, danke. Und uns die Ersatzteile vom Motor bringst. Ich freue mich auch ganz sehr. Ja. Das ist ein Wetterchen hier. Ach, bei uns zu Hause hat es irgendwie 2 Monate lang nicht geregnet und jetzt die letzten Tage kam es richtig. Und einen Tag vorher ist es dann eben hier drüber gezogen. Mit der Situation haben Hendrik und die Familie zu kämpfen gehabt. Weswegen es auch die Problemchen an Bord gab. Ich weiß nicht, dass da irgendwas draufsteht. Das ist gefährlich. Ja, mit Tomi zusammen. Die wichtigste Person überhaupt, ne? Soll ich? Wünscht uns Glück. Ich drücke euch die Daumen, dass tatsächlich das Ding ist. Ja, Wie in guten alten Zeiten. wie in guten alten Zeiten, genau. So, let's go. Bis später. Wir sind ja gerade im Sommerurlaub, den wir uns mal gegönnt haben, mit unserem eigenen Boot mal wieder mit der Family. Nach Jahren. Nach Jahren. Allerdings, Domi ist natürlich nicht mit, aber er ist jetzt da. Wurde ja ausquartiert, gibt ja keine Kabine mehr. Ja, es gibt keine, ich habe eine Kabine zugemacht als Lagerraum. Dein Zimmer schlafen, ne? Mario schläft dann auf der Couch oder du schläfst auf der Couch und ich auf der Couch und... Oh Mann. Die Leute hören dich jetzt zum ersten Mal reden, glaube ich. So richtig. Jetzt ist uns beim Gewitter, war ein bisschen tricky gewesen, weil es auch ordentlich windig war, der Motor ausgefallen, der Elektromotor, wegen Spannungen und so weiter im Wasser wahrscheinlich. Und da ist ein Encoder im Motor, also so ein Sensor im Motor, der den Drehpunkt des Rotors feststellt quasi. Der ist kaputt gegangen dabei. Das gucken wir uns noch an. Jetzt gucken wir uns noch an. Dann ging der Motor auf Störung. Und Dann hat mein Handy geklingelt. dann hat Domis Handy geklingelt. Und ich sagte, du, wir haben ja noch einmal die gesamte Ausrüstung damals gekauft. Also im Prinzip jedes Teil. Ich habe es nur nicht mitgehabt. Das war die beste Entscheidung überhaupt. Da habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht. Und ja, dann ist Domi mal eben schnell von zu Hause, von Montenegro nach Griechenland gedüst. Im Prinzip ja die Tour, die wir sowieso immer machen oder oft machen, um die Ersatzteile zu bringen. So, jetzt düsen wir fix zur Seven Seas. Die liegt nämlich vor Anker. Und wir haben es gerade getroffen bei Sail Service, bei Jana und Sascha. Kennt ihr ja auch aus unseren Videos. Mit Jana und Sascha und Kiddies segeln wir ja zusammen gerade. So für einen knappen Monat. Wir sind hier Korfu, Griechenland, abgesegelt, Ionisches Meer. Und jetzt wird erstmal das Boot repariert. Jetzt geht's aber Oder auch langsam Zeit. Ja, wird langsam Zeit. Jetzt geht es aber auch wieder so Richtung nach Hause so langsam. Netti kocht. Essen ist fertig. Sehr schön. Ich hab was drunter. Okay. Noch jemand? Warum filmst du? Na, ups, na wie immer, oder?
Hier sieht es ja aus wie immer. Ist das jetzt positiv oder negativ gemeint? Hä, Déjà-vu! Déjà-vu, Marie, oder? Das ist jetzt Maxis Heft. Du bist rausgewachsen. Ja. Ich habe heute mit Max die Aufgabe da unten gemacht. Komm mal her. Was machst du? Na. Was? Willst du zeigen, wie groß Marie ist? Ey! Ja. Minimal größer seit letztem Mal. Ich glaube aber auch, es war das erste Mal, dass Max unsere Geräte im Backofen liegen sehen hat. Ja, das hat ihn irritiert. Ja. Oder was gibt's denn heute zu essen? Gegrilltes Handy. So, jetzt gucken wir mal. Gleich zur Sache hier, ja? Ich hoffe, das funktioniert. So, der Encoder ist wahrscheinlich hinüber. Ich hatte mit Electric Yacht kommuniziert und der Controller, der hat eine LED und je nachdem, in welcher Frequenz die blinkt, gibt es halt verschiedene Fehlercodes und das war unter anderem ein Fehler gewesen. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das Ding jetzt hier aufkriegen überhaupt. Na, jetzt hat blöderweise der Wind gedreht. Kommt jetzt vom Festland, das heißt die Bucht ist jetzt nicht mehr geschützt hier. Der Wind wird auch ein bisschen mehr. Und es sieht ziemlich nach Weltuntergang aus. Spannende Situation. Es ist schon so ein kleiner Krimi jetzt. Sah die letzten Tage auch schon öfter so aus. Der Anker muss halt halten, das ist halt eben Thema. Ansonsten müssen wir entweder raussegeln oder reinsegeln und uns dahinter legen. Dann müssen wir mal gucken, was es dann wäre in der Anker. Aber der Anker wird halten. So. Hier haben wir jetzt einen Ersatzmotor. Wir haben zwei Motoren da drin. Das ist ein Dualmotorsystem. Und ich habe einen Ersatzmotor schon damals geholt mit. Das Problem ist, der ist so ein bisschen hier im Laufe der Zeit, weil der auch im Boot lag, wo es ein bisschen feucht war, ist der korrodiert hier unten und der Deckel liegt jetzt nicht so richtig ab. Das ist ein bisschen doof. Unter dem Deckel ist der Encoder drin und den wollte ich eigentlich nur tauschen. Ich wollte jetzt nicht den ganzen Motor tauschen, aber den Motor tauschen wäre natürlich auch eine Variante. Das könnte man auch machen. So funktioniert. Der Encoder ist dafür verantwortlich, die Drehrichtung bzw. die Drehzahl des Motors herauszugeben, beziehungsweise auch den entsprechenden Stand des Rotors, an welcher Stelle er steht, damit die ganze Elektronik funktioniert und damit es eben auch eine Drehzahl gibt, damit die Drehzahl gemessen werden kann und so weiter. Tja, aber wie kriegen wir jetzt das Ding raus? Ja, das ist doch wirklich... Aber den Sensor jetzt nicht rauskriegen. Ich will den Deckel jetzt nicht zerstören irgendwie. Nicht mal WD-40 hat geholfen. Nicht mal WD-40 hat geholfen. Dann ist wirklich zu spät. Naja, das muss ja ein bisschen einwirken. Aber das lassen wir jetzt. Wir tauschen den ganzen Motor aus. Ich will nicht die Gefahr laufen, dass der Sensor bei der Aktion kaputt geht, weil der sitzt genau unter dem Deckel. Also tauschen wir jetzt den gesamten Motor. Ich habe die Kabel des Motors jetzt erstmal vom Motor getrennt. Das ist ja ein Drehstrommotor. Und er hat 3 Kabel und die habe ich jetzt, die Kabel, die vom Steuergerät zum Motor gehen, die habe ich jetzt am Motor abgeschraubt und schraube sie jetzt an den Ersatzmotor an, um zu gucken, ob das dann funktioniert. Wenn es funktioniert, dann tauschen wir den Motor und das ist dann die Arbeit, den Motor zu tauschen, weil dann müssen wir natürlich auch das Zahnrad dann abnehmen, also die Riemenscheibe müssen wir abnehmen. Und auch erstmal den ganzen Motor rausnehmen. Das ist ja jetzt nicht groß, das ist kein Problem, aber ja. So. Dann. Aber ich sehe unsere abendlichen Pläne gerade flöten gehen. Das könnte unter Umständen sein. Naja. Oder es wären dann spätere Pläne. Mal gucken. Aber du musst ja dann auch wieder irgendwann los. Hier morgen früh. Der Nachteil bei Elektro. Fangen wir erstmal mit dem Nachteil an. Der Nachteil ist ja, dass es natürlich bei Blitzeinschlägen empfindlich sein kann. Ne? Wie man hier gesehen hat, das ist wohl ein Fehler, der vorkommt, häufiger vorkommt, dass der Encoder, und
es ist in der Nähe von uns ein Blitz eingeschlagen und genau zu dem Zeitpunkt ist das Ding ausgefallen. Es ist auch bekannt, dass das passiert. Kaputt geht aber im Normalfall, wenn man das weiß und man hat einen Coder dabei und man pflegt diesen Deckel, sodass man den auch wirklich abkriegt, hat man den innerhalb von ein paar Minuten getauscht, ist dann kein Problem. Einfach mal auf den hier drauf. Ich dachte mir so, bei so einem System, wo so viel Technik drin steckt, das ist natürlich dann wirklich ein Nachteil, weil es einige Komponenten gibt, die kaputt gehen. Allerdings muss man sagen, ich habe alle Komponenten einmal da. Das sind wenige. Es ist ein Steuergerät, es ist ein Motor, es ist Display, Relais und das ist die CAN-Bus-Box. Und das war's. Und wenn man alles einmal oder zweimal dabei hat, ist auch nicht viel Gewicht oder auch nicht viel Raum. Dann ist es okay. Ich meine, bei jedem Dieselmotor hast du haufenweise Ersatzteile dabei, weil du auch ständig irgendwas tauschen musst, Impeller und was weiß ich. Hier musst du eigentlich gar nichts tauschen, außer mal einen Riemen. Und seit 2017 wartungsfrei, außer natürlich der Sail Drive, wo man das Öl wechseln muss. Beim Elektromotor musst du halt nicht viel machen. Das ist der riesengroßer Vorteil. Aber dafür ist es halt ein bisschen empfindlicher, wenn mal irgendwas ist, wenn man weiß, was es ist. Es gibt ja eine Beschreibung dafür mit den Fehlerquellen und sowas. Dann ist es kein Problem, wenn man die Ersatzteile hat. Die muss man dann halt immer dabei haben. So, du klingst ein bisschen angefressen. Ich bin ein bisschen angefressen, ja, weil es irgendeine Lösung geben muss. Gibt es wahrscheinlich auch, dass das System nicht so anfällig ist, aber der Motor ist halt verbunden mit dem Sail Drive. Und das ist, glaube ich, so das Problem dabei. Weil wenn es das Einzige ist, was in 6 Jahren ausfällt, dann ist das jetzt nicht weiter dramatisch. Aber hat man bei jedem anderen Motor bastelt man auch rum. Ja. Na, vor allem wäre ein neuer Motor mit der ganzen Elektronik vor dem Blitzschlag gefeit gewesen. Das ist halt der Punkt. Ne? Man muss wenn man sich einen Diesel einbaut, dann halt einen alten, also einen Diesel ohne oder mit möglichst wenig Elektrik. Also da ist der Starter elektrisch und das war's. Die ganzen neuartigen Motoren, die viel Elektronik drin haben, wenn da ein Blitzschlag passiert, dann hast du genau das gleiche Thema, das was kaputt gehen kann. Und dann wartest du Monate auf Ersatzteil von so einem Steuergerät fürs Motor, also für den Motor. Und das ist auch viel komplexer. Also da ist genau das Gleiche. Von daher, das macht keinen großen Unterschied. Wenn dann einen sehr alten Dieselmotor, also eine alte Konstruktion, die keine Elektrik hat oder wenig Elektrik hat. Das Problem dabei ist, dass es die Motoren so gut wie nicht mehr gibt, weil die nicht mehr den aktuellen Normen entsprechen und man daher gucken muss, wo man einen herkriegt, beziehungsweise einen alten Motor wieder aufbauen lässt, wenn er im Boot ist und kaputt geht. Das ist immer das Beste dabei. So, jetzt ist alles angeschlossen und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir Strom einschalten und den Zündschlüssel oben drehen. Wenn dann nämlich schon was blinkt, dann ist das Problem noch nicht behoben. Wenn es dann nicht blinkt, dann ist die Chance sehr gut. So, ich schalte jetzt ein, die Dinger klicken und blinkt. Ach, shit. Ist das Licht hier im Coder. Auch wieder 11 Mal. Ich habe alles einmal da im Prinzip. Kann man einfach alles einmal tauschen. Sozusagen. Wäre eigentlich kein Problem, um der Sache auf den Grund zu gehen. Was auch eine Fehlerquelle sein könnte, ich glaube zwar nicht, dass es ist, aber das Display scheint auch kaputt zu sein mittlerweile, weil ich den Fehler gemacht habe. Ich habe es nicht abgedeckt, muss ich ganz klar sagen. Es hat jetzt auch keinen Deckel gehabt irgendwie. Na, wenn du ein Raymarine oder sonst was 7 Jahre da dran hast und es 7 Jahre der Sonne ausgesetzt, ohne Deckel und ohne allem, dann sieht es locker mal genauso aus. Und eigentlich sollte ich es hier vorne hinsetzen. Eigentlich da vorne hin, weil es da UV-geschützt ist, weil es da vorne drin sitzt, ich es immer gucken kann, ohne irgendwie runter gucken zu müssen, ist eigentlich besser. Ja, das Problem ist, das Kabel da hochzukriegen. Aber wir schließen es jetzt erstmal an. Ich fühle mich immer voll beobachtet von so einer Kamera. Bist du nicht mehr gewohnt? Nee. Damals war es ja eine GoPro 4 oder so. Die war ja so groß. Jetzt hast du hier so ein
ist schon ein kleiner Unterschied jetzt, Vor ne? allem irgendwie rede ich immer mit dir und dann gucke ich dich immer an und nicht in die Kamera. Und ich weiß nicht, wo ich dann hingucken soll. Das Display funktioniert zwar sehr gut, Das ist schön. aber es ist nicht der Fehler. Blinkt immer noch. So, dann müssen wir wohl jetzt zum nächsten Punkt übergehen, würde ich sagen. Kuchen essen. Kuchen essen. Von meiner Frau gebackenes Bananenbrot. Was haben wir hier? Jetzt wäre mal das Motor-Control-Modul dran, weil hier sind die Anschlüsse auch von dem Encoder dran. Dann kann sicherlich dieser Fehler da auch auftreten, würde ich mal folgern. Insofern checken wir das jetzt einfach mal. Das ist eine ganz schöne Schrauberei hier. Dann sieht es jetzt richtig nach Wirrwarr aus. Ja, man muss den Durchblick im Chaos behalten. Ne? Was würdest du sagen, ist schwieriger? An einem Diesel rumzubasteln? Mechanik? Oder Elektrik? Wie diese? Wenn man Ersatzteile hat, ist das alles okay. Bei Elektrik macht man sich nicht so dreckig. Aha. Das ist ja ein Argument. Ja, bei Mechanik ist halt das Gute, dass man es relativ einfach verstehen kann. Meistens. Wenn man elektrische Bauteile hat, also eine Leiterplatte mit einem Haufen Elementen drauf. Wenn da eins kaputt ist, dann ist halt eins kaputt, dann muss das ganze Ding austauschen. Bei Mechanik kriegt man immer selber noch ganz gut was hin. Tja, einfach mal so schnell Ersatzteil tauschen, ne? Wie lange sind wir jetzt schon dabei? 3 Stunden? Ja, so ungefähr. Wenn es die Nummer 1 nicht war, muss es die Nummer 2 sein. Ne? Ich mach mal an, ne? Nein! Immer noch. Immer noch. Das war es jetzt nicht. Dann bleibt nur noch das Steuergerät. Ich hoffe, dass es immer genau das Steuergerät ist, was auch, aber muss ja, dass es die Seite ist, die blinkt. Das wäre natürlich... Oh. Okay, jetzt checken wir mal das Steuergerät. Ach, so ein guter alter Diesel, hä? Mach mal aus, ja genau, so ein guter alter Diesel. Ja. Wie läuft es hier im Mittelmeer eigentlich mit Elektromotor? Wenn ich das nächste Mal das machen würde, also es läuft, allerdings, wenn ich hier im Mittelmeer, wir sind ja im Ostsee oder beziehungsweise in der Karibik damit gewesen und so, zuerst, und da ist der stetigen Wind, mehr oder weniger, da läuft das eigentlich besser. In der Ostsee hast du nicht so große Distanzen wie hier, aber jetzt nach Griechenland zum Beispiel, wo wir 2 Tage unterwegs waren, hat es ja einfach länger gedauert. Ne? Weil du wenn du länger kommen willst, fährst du halt dann so mit 2 Knoten oder so. Also grundsätzlich würde ich ein Hybridsystem dann mit einem richtigen Generator, mit einem richtigen wassergekühlten Generator einbauen und dann hast du damit für längere Distanzen kein Problem. Für die kürzeren hier, da war das super, da hat es gut funktioniert. Ja, du hast halt hier im Mittelmeer, wie hier jetzt, hast du nachmittags Thermik, die geht dann so 14 Uhr rum los und endet 20 Uhr. Wenn du aber durchsegeln willst und den ganzen Tag lang, dann ja, hast du Pech, dann stehst du. Und Sascha hat einen Schlüssel rumgedreht und ist Sascha hat einen Schlüssel rumgedreht und ist... Genau. Hätte ich auch machen können, aber dann hättest du den Generator gebraucht. Wir sind dann auch ein Stückchen mit dem Jockel gefahren, ne? Aber okay. der hat 1,5 kW. Hat alles Vor- und Nachteile. Man hat halt alles Vor- und Nachteile. So ist das. Jetzt darfst du. Arsch! Immer noch? Blinkt immer noch. Jetzt macht er 4-mal. Licht geht an. Gute
Ja. Gute Nacht, Dumi. Tschüssi. Tschüssi. Gute Nacht. Genieße meine Kabine. Was? Genieße meine Kabine. Jetzt aber jetzt. Wenn das Jetzt ey, Jetzt haben wir muss. alles durch, oder? Jetzt haben wir alles durch. Jetzt haben wir wirklich alles durch. Ich habe noch das Relais getauscht, das was wir jetzt auch getauscht haben, weil es wieder ausgeschaltet hat. Habe aber gesehen, dass ich ein Kabel vergessen habe anzuschließen. Es kann auch daran gelegen haben. Also das ist nicht das Relais ist. Höchstwahrscheinlich hat es daran gelegen. Auf alle Fälle ist das Steuergerät kaputt gewesen. Das ist jetzt wieder dran. Und wir gucken jetzt, Domi schaltet jetzt ein, ob es funktioniert. Yes! Sie So, leuchten. Sie leuchten. das funktioniert erstmal. Okay, freust du dich jetzt mal bitte? Problem gelöst? So, ich freue mich erstmal. Es sieht gut aus. Sie funktionieren wieder. Darf ich jetzt wieder nach Hause? Und jetzt muss ich noch das Display tauschen, weil das Display ist, das andere ist kaputt. Das Fazit des Ganzen. Tja, Murphy's Law, ne? Das ist immer das letzte Teil, was man vermutet. Ja, jetzt haben wir alles ausgetauscht. Quasi. Aber jetzt haben wir den Fehler gefunden. Ich muss mich nämlich so langsam auf den Rückweg machen, damit ich wieder nach Hause komme. Ist ja auch ein weiter Weg. Und morgen früh um 6 fährt die Fähre. Vielen lieben Dank. Sehr gut. Ich meine, wenn ich jetzt keine Ersatzteile gehabt hätte, ne, dann hätte ich hier hätte ich echtes Problem gehabt. Hätte man vielleicht noch so bauen können, dass man mit einem Motor dann richtig fahren kann. Das hätte vielleicht noch funktioniert. Oder hätte wahrscheinlich funktioniert, aber dann hast du halt nur die halbe Kraft. Aber ansonsten hättest du ja nichts machen können. Wir haben es geschafft. Ja, was war denn kaputt jetzt? Das letzte, was wir umgebaut haben. Nein. Das Steuergerät vom Motor war es letztendlich gewesen. Nee, und komplett im Arsch oder was? Ich weiß nicht, ob es so komplett... Ja, also da kannst du auch nichts machen. Das ist ja alles... Mikroelektronik, Scheiße. Okay. Sascha hat eine Meinung. Ja, ich hab dazu echt eine Meinung. Ne? Also, so ein Scheiß gehört einfach nicht auf eine Langfahrtjagd. Das ist meine Meinung. Wenn du Ersatzteil hast, das kann dir der Motor, der Diesel genauso kaputt gehen. Ja, ne? aber Da hast du ein Problem. Ich hab mal einen Typen getroffen, ne? Irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube in Argentinien. Das war ein alter Segler, richtig alter Knacker, ne? In Ushuaia war das, glaube ich. Und er meinte zu mir, weißt du, was das Wichtigste ist, was ich auf dem Boot habe? Nee, keine Ahnung. Das hat einen Schraubenzieher und eine Wasserpumpenzange. Ja, und? Er sagte, damit kann ich meinen ganzen Motor reparieren. Das kriege ich hin. Schöne Worte zum Schluss. Möglichst wenig Technik drin. Da ist die Family wieder angekommen in Bar. Zurück zu Hause. Hallihallo. Erzähl mal, was ist noch passiert die Woche? Alles gut? Aber soweit lief alles gut. Ja, wir haben schön Wind abgefasst. Es war ein sehr schönes Segeln von Otranto, von Italien hier rüber. Schön. Hallo Maxi. Na? Hi. Hallo. Aber reicht jetzt auch wieder mit Urlaub, oder? Nö. Könnte länger gehen. Was hast du noch mit dem System gemacht, als ich gegangen bin? Na, ich habe noch den Encoder getauscht beim Motor. Hast du doch noch aufbekommen? Habe ich noch aufbekommen. Allerdings mit Lochbohren, Gewinde schneiden, Schraube reindrehen, dass es hochgedrückt wird. Manchmal ist Gewalt halt die Lösung, ne? Ja, na Gewalt war es ja nicht, es war einfach nachgedacht. Letztlich war es Encoder und Steuergerät. Letztlich war es Encoder und Steuergerät, ja. Spannend. Ja, ist schon nicht ohne bei so einem elektrischen System.
die Geschichte mit dem Blitz. Also da muss man sich wirklich was einfallen lassen. Wenn man sowas macht, braucht man ein ordentliches Blitzschutzsystem, aber selbst dann bist du nicht sicher, dass das... Der war ja weit weg, der Einschlag. Auch wirklich, ja. Aber der Chef von Electric Yacht meinte, kommt häufig vor. Braucht bloß ein bisschen Spannung sein, ein bisschen überhöhte Spannung und dann steigen solche Sachen aus. Und das ist schon klar. Ja. Ich meine, Sie haben jetzt eine Fehlerbehebung, einen Schutz nochmal zusätzlich rausgegeben, also eine Manual, wie man das macht, nochmal ein Kabel verlegen auf Masse und so weiter. Das soll helfen, aber gefeit bist du davon nicht, du brauchst also Ersatzteile. Aber es ist halt immer, wenn dir das mittendrin irgendwo in einer blöden Situation passiert, ist es natürlich Mist. Aber wir haben ja jetzt noch ein Thema gehabt, was relativ heiß gewesen ist. Wir sind nämlich beim Zurückfahren von Otranto, so 9 Meilen vor der Küste, ging kein Wind mehr, also war absolute Flaute, aber noch ein Schwell und der Motor ging aus. Schon wieder? Ging auf Störungen. Schon wieder, der hat so Geräusche gemacht, so ein bisschen Drehzahl hoch und runter und dann ging er und ich dachte, okay, da ist bestimmt eine Leine, ein Netz drin und das mitten in der Nacht um, keine Ahnung, 23 Uhr. Bei dem Schwell gehst du auch nicht tauchen, um zu gucken, dann siehst du auch nichts. 9 Meilen hatten wir noch. Was machst du dann? Motor geht nicht. Dann haben wir Dingi runtergelassen, Dingi-Motor angebaut, was eine ziemliche Aktion war bei dem Schwell. Und dann seitlich Dingi ans Boot ran und mit dem 8 PS Motor das große Boot in den Anchorage nach Bar gezogen quasi. 3 Stunden. Stand im Dingi und hing so am Boot dran, weil der Schwell natürlich diesen hier machte. Und das Boot ist ja unten rund und dann drückst das Dingi unter das Boot runter und das geht gar nicht. Unschön. Und ich habe dann die ganze Zeit so gestanden und immer diesen mitgemacht und das Boot abgehalten, während Netti gesteuert hat. Also du hast morgen Muskelkater? Ich habe morgen wahrscheinlich Muskelkater. Also der Dingi-Motor hat super durchgehalten, Vollgas hier rein. Ich hatte ein Glück vorher in Otranto auch nochmal aufgetankt, alles voll gemacht. Man weiß ja nie. Und dann hat sich aber heute Morgen herausgestellt, nach dem Tauchen, dass da keine Leine drin war und dass der Motor wieder ging. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, was es war, nämlich ein überhitzter Innenraum, also ein überhitzter Motorraum. Ich bin nämlich mit mehr Leistung, wir sind mit mehr Leistung gefahren, weil wir wussten, okay, 3 Stunden brauchen wir noch, können wir so und so viel Leistung fahren und sind dann da. Und das hat das System quasi überhitzt und dann ging er auf Fehler und das war's dann. Ich hätte ihn einfach nur abkühlen lassen müssen und dann wären wir langsam weitergefahren. Aber ich dachte, da wäre ein Netz drin und dann darfst du ja den Motor nicht weiter drehen lassen. Also, wir haben es hierher geschafft. War eine ziemliche Action gewesen. Nachts um 2:30 waren wir, glaube ich, hier gewesen. Jetzt ist alles safe. Also die 6, 7 Jahre ohne Maintenance, die der Motor eben nicht gebraucht hat, die kamen dann an Aufwand jetzt innerhalb der 4 Wochen Urlaub. Ne? Naja, wenn du so ein System dann richtig nutzt mal, ne? Auch auf unserer Langfahrt sind wir ja meistens gesegelt und dann nur mit wenig Leistung Motorrad einfach, weil wenn, dann hat man ja längere Strecken und mit wenig Leistung und jetzt war es halt einfach schon mal Mittelmeer, kein Wind oder häufig kein Wind, musste also Motoren. Sowieso schon heiß? Sowieso schon heiß. Also insofern kam das dann schon an die Grenzen, das System mit noch ordentlich Gewitter und so weiter. Und da kriegt man dann die Themen halt raus. Aber es war keine schöne Situation heute Nacht, so kurz vorm Ankommen. Aber, ja, das glaube ich. Ja, aber jetzt sind wir wieder um eins schlauer, kommt eine ordentliche Belüftungsanlage noch rein und dann geht auch das wieder. Jetzt würden manche sagen, kommt ein ordentlicher Diesel rein und dann geht es auch wieder. Über Diesel und Elektro unterhalten wir uns beim nächsten Mal. Wir werden nämlich auch im Rahmen von der Elektro-Sirius da einfach mal drüber diskutieren, Vor- und Nachteile, was ist besser, warum macht man Elektro, warum sollte man es nicht machen. Da freue ich mich schon drauf. Wir uns alle. Sehr schön. So, jetzt kann ich Hallo sagen. Mit Kamera? Natürlich. Hallo. Hallo.